Herzlich willkommen alle Freunde des Schnitzens. Heute zeige ich eine kleine Figur. Der Arbeitstitel dazu war Bauer und Enkel. Also es geht um dieses kleine Enkelkind zu dem Bauern. Der Bauer ist ungefähr 16 cm und die Figur dann halb so groß, etwa 8-9 cm. Das Ganze noch ein bisschen Sockel dazu. Aus Linde geschnitzt. Ich zeige hier meine Vorgehensweise. Ich denke, du kannst davon einiges dir abschauen, vielleicht übertragen auf deine Arbeit oder findest Anregungen auch für Motive. Es gibt da nicht so das richtig oder falsch, ja, sondern es geht eigentlich darum, dass man so eigene Arbeiten mal versucht zu gestalten, und ob der Kopf dann vielleicht nicht ganz natürlich ausschaut oder irgendwie ein bisschen speziell besonders, naja, das ist dann der Entwicklungsprozess, und vielleicht werde ich in 10 Jahren sagen, oh Gott, was habe ich da für eine Figur geschnitzt, oder jetzt im Anschauen habe ich manches festgestellt, wo ich denke, das würde ich jetzt nochmal anders machen. Aber so ist das eben, dass man sich an seiner eigenen Arbeit dann auch irgendwie prüfen oder ja, vervollständigen kann. Und dazu möchte ich dich natürlich auch einladen. Mir schicken auch immer wieder mal Leute ihre Ergebnisse. Wenn du vielleicht sagst, du möchtest gerne mal eine Arbeit von dir besprochen haben, dann schick mir gerne ein Bild, nicht 10, sondern eher 1. Schreibe kurz 2 Sätze dazu, dann kann ich das auch gerne mal hier kommentieren oder dokumentieren und vielleicht nochmal Anregungen geben oder meine Einschätzung geben, von meiner bescheidenen Position aus dazu noch etwas zu sagen. Aber jetzt wünsche ich dir viel Spaß hier in diesem Video und Film ab. Ich habe hier eine Skizze gemacht für ein Enkelkind. Und zwar gehört es nämlich noch zu einer anderen Figur, die zeige ich hier mal kurz. Wir sehen jetzt hier im Bild den Bauer, und der soll eben mit seiner Enkeltochter dargestellt werden. Und dieser Bauer hier hält eben so einen schönen großen Rechen in der Hand. Den habe ich auch aus Holz zusammengebaut. Und hier gilt es jetzt eben, diese Figur an die große anzupassen. Große Figur ist gar nicht so groß, sondern nur 16 cm. Und ich habe das Enkelkind halb so groß gewählt, weil der Kopf dominiert ja bei so einer kleinen Figur, und dass der nicht noch größer erscheint von der Proportion und Einteilung her, wähle ich halt eine recht kleine Größe. Also das Kind wird so um die 5-6 Jahre alt sein, zwischen 4 bis 6 maximal, eher, also ich würde es eher so auf 5 jetzt schätzen, 5,5 vielleicht, wo die 6er-Teilung gerade noch funktioniert. Ich kann auch 5,5 Kopflängen benutzen, da wird der Kopf natürlich noch größer, dann passt es nicht mehr so richtig zu meiner anderen Figur, denn man proportioniert ja Figuren immer in so einer 8er-Teilung beim Schnitzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kopflängen für eine erwachsene Person, so das Standardmaß, dass man eben die Figuren nicht zu dicklich schnitzt. Aber so ein Kind hat ja eine völlig andere Proportion, ja, wo der Kopf einfach mehr dominiert, und diese Teilung in der Mitte, wo sozusagen die Beine genauso groß wie der Oberkörper sind, ist hier nicht ganz so gegeben. Ja, da ist einfach der Oberkörper noch etwas mächtiger, und vor allem der Kopf dominiert hier mehr, und also die Mittelachse kann ich noch ein bisschen nach unten verschieben, aber ich habe das jetzt hier mal schnell nach den 6 Kopflängen proportioniert, weil ich das zum Aussägen benötige. Was natürlich hier recht augenscheinlich ist, dass hier gerne diese Waden so schön durchgedrückt sind. Ich kann hier noch ein bisschen das wie so eine richtig schöne S-Kurve machen. Hier kann noch etwas mehr rauskommen, und die Figur soll hier oben so eine Haarspange haben. Also dieses Mädchen hat hier einen kleinen Zopf. Hier oben ist die Haarspange schön drin. Die soll so ein bisschen auffällig sein, und die Sonnenblume hier in der Hand, einfach eine große Blume, dass man das auch noch erkennt. Bei der Größe habe ich so eine Sonnenblume gewählt. Die eine Hand fällt einfach so nach unten, einfach nur so schemenhaft skizziert, zack, zack, schnell von beiden Seiten. Das kann ich jetzt hier schön aussägen und kann das auch mal ranhalten. Also deshalb macht auch so eine Zeichnung wirklich Sinn, ja, dass ich sehe, okay, der Kopf soll ein bisschen rumgedreht sein, oder hier meine S-Kurve, da merke ich jetzt, das muss ich hier noch ein bisschen verstärken. Also habe jetzt keine richtige Unterlage hier, aber da muss ich das noch ein bisschen schöner machen, dass die Silhouette schön geschwungen aussieht.
Genau, das werde ich noch ein bisschen verbessern. Und hier zeige ich nochmal kurz den Rechen. Also das war eine wirkliche Feinstarbeit. Hier überall 2 mm Löcher reingebohrt. Dann Buche, Rundstäbe aufgespalten, so kurz abgesägt, gespalten, reingesetzt, wieder verschnitzt. Hier oben auch die 2 Löcher reingebohrt. Hier mit der Laubsäge eingesägt. Also habe ich mit diesem kleinen Blatt hier in der Mitte reingesägt. Dann lässt sich das so leicht aufbiegen, dass es ja auch originalgetreu aussieht. Naja, leider ist er jetzt etwas groß, aber das geht gerade so noch. Es gibt ja auch so große Rechen für Feldarbeit, da gibt es ja unterschiedliche auch nochmal. Also ich denke, das wird so im Großen und Ganzen dazu passen und halt diese kleine Figur, das ist eigentlich ein ganz schönes Ensemble, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Ich denke, das wird eine sehr schöne Arbeit und das wollte ich hier gerne mal zeigen. Jetzt habe ich hier das mal als Schablone und hier sage ich jetzt, größer will ich es auf keinen Fall machen. Muss ich mal selber hier gucken. Also das sieht für mich eigentlich recht stimmig aus, so wie sich das jetzt auch ja, anschaut und es sieht für mich gut aus. Also dass die Figur der Erwachsene auch richtig dominiert das Ganze, das Kind wirklich klein, sehr klein wirkt und ich meine, es hat ja jetzt noch 10, 15 Jahre Zeit, um genauso groß zu werden. Auch hier von der Seite scheint das ganz vernünftig dazu zu passen. Ich denke, das mache ich auf jeden Fall so. Geht für mich durch als Enkelkind. Das Spannende ist natürlich, dass der Kopf sich nicht mehr so arg vergrößert, sondern in den nächsten Jahren dann eher der Körper wächst, anstatt der Kopf. Also den darf ich hier im Vergleich auf keinen Fall viel größer aussägen oder irgendwie eher kleiner schnitzen. Dann wird das vernünftig dazu passen und so sehe ich da hier auch einen schönen Vergleich wirklich. Dafür lohnt sich das Zeichnen eben sehr gut, Schablone zu machen und das auch so schön proportional abzugleichen. Auch in der Vorbereitung kann man das natürlich direkt machen. Alles, da kann ich nur einladen und ermutigen zu zeichnen. So, ich habe mir jetzt gedacht, die Figur, also der steht jetzt natürlich hier daneben, sieht man jetzt nicht mehr, aber die soll so vielleicht ein bisschen hoch gucken irgendwie oder so. Auf jeden Fall der Kopf soll noch da schauen. Und wenn ich es hinkriege, darf sie auch ein bisschen nach oben gucken. So. Dass es hier so nach oben geht irgendwie. Vielleicht gelingt mir das ja. Da tue ich hier jetzt mal diese 90 Grad nach da arbeiten, also auf die Mittellinie hin. Das gibt mir halt die Kante vor. Jetzt hätte ich auch Lust, die Figur 1,20 Meter groß zu machen. Das wäre natürlich mal schöner. Ja, Mittellinie, hier soll ja die Blume hin. Entsprechend hier der Arm, Hand, Blume. So.
Ich möchte jetzt nochmal darauf eingehen, wie ich hier bei dem Gesicht das so ein bisschen grob in die Form schneide. Denn es passt ja hier zu diesem Mann und das steht dann daneben. Ist natürlich viel kleiner und es soll so ein bisschen wenigstens nach oben gucken, ob das jetzt genau die Richtung ist. Spielt jetzt erstmal keine Rolle. Hauptsache es guckt ein bisschen hoch. Kann ja auch die Person hier vorne angucken. Ja, und dann werde ich das halt erstmal ein bisschen kleiner machen. Ich nutze hier meine Rundung, um auch die Backen zu schnitzen. Ja, wenn ich das hier so anlege, sieht man, da kann man was mit anfangen. Ich muss wie so Wolken praktisch ineinander verbinden. Also diese Wolken, die haben ja immer solche Knubbel. Ne? Der Mund ist sehr knubbelig rund, die Backe ist recht rund. Hier oben kann ich wie so einen Formschnitt machen, also wie so ein Halbmond. Ich habe festgestellt, damit können viele nicht so viel anfangen mit diesem Schnitt, weil das was sehr, sehr Freies ist. Aber da kann ich sehr schön die ganze Form eigentlich anlegen. Das wäre also die Vorarbeit, bevor ich jetzt hier dazwischen jetzt hier was rausnehme. Hier soll mein Gesichtsfeld entstehen. Die Augachse kann etwas unterhalb der Mitte verlaufen. Hier in diesem Fall ist ja sehr klein, also da würde ich mich jetzt nicht total verrückt machen, wenn jetzt die Augen auch in der Mitte mal sitzen. Das muss man ja erstmal schnitzen. Ein Kind hat natürlich etwas größeren Hirnschädel, das ist logisch. So, also das kann ich zeichnerisch auch schön definieren. So, hier ist der Geißfuß. So, das wird mal angemalt, deshalb brauche ich ja nur eine kleine Fläche für das Auge. Das habe ich jetzt mal mit dem Hohleisen begonnen. Den Übergang Nase-Mund lasse ich auf jeden Fall hier so mit so einem kleinen Hohlschnitt. Schnitze die Nase rund. So, hier unten der Übergang Nase, Lippe. Den muss ich rund machen. So, den Mund tue ich hier mal so vorarbeiten mit dem Hohleisen. Dann kann ich jederzeit noch tiefer machen. Auch die Nasenflügel gleich ein bisschen. So, das Kind hat hier so eine Frisur, die ungefähr so verläuft.
Hier sitzt diese markante Haarspange. So, auch hier bei dem Kind habe ich bereits die Schläfe. Jetzt fehlt hier noch das Ohr. So, alles was ich jetzt mache, wird halt die Figur besser oder schlechter machen. Ich kann jetzt genauer schnitzen, bestimmte Bereiche schärfer, glätter, natürlich diese Frisur schön ausarbeiten, den Kopf hier, diese Kanten wegnehmen, die geben mir jetzt, solange wie ich noch grob bin, natürlich Richtung, aber können dann auch schnell stören. So, und ich schnitze die Fläche hier. Wenn man natürlich mit links auch noch gut kann das jetzt helfen. So, die Stirn. Die muss noch ein bisschen kleiner werden dann. Da werde ich einfach die Augenbraue hier, nehme ich dann noch ein bisschen runter. So dass ich hier mein Auge sozusagen abgrenze. Kann ich das auch noch mal kleiner machen. Diese Fläche kann ich ja jetzt durch diesen rundlichen Bogen schön in der Größe bearbeiten. So, schön hier die Kante auch von der Nase brechen. Die hat ja auch wie so eine schräge Fläche, also wie so ein Dach ebenfalls. Wie man das bei erwachsenen Menschen macht, man ja immer erst diese beiden Flächen an der Seite vom Gesicht. Hier kann man ausnahmsweise mal von der Rundung abarbeiten oder muss es nicht ganz so stark abschrägen, weil ich ja auch nicht so tief an bestimmten Stellen rein muss oder die Profilierung speziell und anders ist. So, ich muss auf jeden Fall noch ein Kinn daran schnitzen. Also das mache ich hier erstmal nur als Kerbe. Wenn mir die zu groß wird und ins Auge springt, dann schnitze ich einfach den Mund insofern kleiner, dass ich wieder ringsherum fahre mit meinem Hohleisen. Denn ich brauche noch etwas Kinn. Und dann kann ich den Mund hauchzart machen, wie man sieht. Ist auf jeden Fall zu empfehlen. Den Absatz, Backe, Mund, da muss ich noch was wegnehmen. Hier, so. Ja, dann kann ich wirklich diesen zarten Mund, da ist ja auch der Kiefer, der ist in diesem Fall natürlich schmäler wie die noch dickliche Backe hier. Also man sieht immer noch die Schnitte und wenn ich jetzt einfach nur die Kante hier breche, bin ich jetzt im Bereich des Sauberschneidens, also plötzlich angelangt und mache das jetzt halt mit so kleinen Schnitten hier fertig. Tu hier
Die Nase schöner umranden. Hier unten werde ich keinen richtigen Hohlschnitt im Übergang Nase-Lippe hinbekommen, weil es einfach zu filigran ist. So, hier Fusseln wegschnitzen. Man sieht, man kann da recht schnell dann in das Sauberschnitzen überwechseln. Also es passt jetzt durchaus zu der naiven Haltung und diesem ja kindlichen Ich glaube, jetzt bin ich so ungefähr bei 5,5 Kopflängen gelandet, weil der Kopf etwas größer geworden ist. Dann werde ich noch die Haarspange jetzt reinschnitzen. Macht richtig Spaß. Definitiv. So. Also das wird man jetzt sehen, wenn mein Computer wieder geht. Der ist nämlich gerade kaputt. Und ich wollte auch live gehen. Aber nachdem ich ungefähr 10 Mal auf diesen Knopf gedrückt habe und mir YouTube immer den Zugang verweigert hat, warum auch immer, wer da Ahnung hat, gerne melden. Ab 1000 Abonnenten kann ja jeder einen Livestream machen, aber es ging nicht. Internetverbindung auch alles. Da wollte ich gerne meinen kaputten Computer kompensieren mit einem Livestream, aber das hat nicht geklappt. So, jetzt bin ich hier nochmal mit einer richtig scharfen Kante gekommen. Nutze hier die Flanke des Geißfußes, um das als Balleisen hier zu nutzen. Da kann ich eben schnell ein bisschen die Ecke schnitzen. Und gleichzeitig den Kopf ein bisschen ausarbeiten. Manche Leute glauben halt, wenn man jetzt ein Hohleisen nimmt und sticht das Ohr mit der richtigen Rundung ab, dann ist es fertig. Aber hier kann ich eben gleich den Kopf mit beschnitzen noch und die Ecke und also da kann man ein bisschen Zeit sparen eventuell. Aber das verliere ich dann wieder, indem ich so oft die Werkzeuge wechsle. So. Das irritiert hier noch. Dieser Punkt. War noch so ein Bleistiftstrich. Ja, ich würde sagen, also so Schnittführung passt jetzt erstmal zusammen. Geht so durch. Ja, in der Größe darf ich es nicht übertreiben. Jetzt mache ich halt noch hier meine Haarspange wirklich. Sägeschnitt definitiv wegnehmen. Es geht auch manchmal so ein paar Millimeter, also was oder Zehntel da ins Holz rein. Vielleicht sind es auch nur Hundertstel. Das muss ich auf jeden Fall wegnehmen, bevor ich da weiter irgendwas schnitze. Okay, so. Den Hals bringe ich jetzt noch ein bisschen in die Form. Okay, ich würde sagen, ich belasse es erstmal dabei. Das Wesentliche ist rausgekommen. Ich möchte jetzt niemand langweilen mit dem Sauberschnitzen. Das ist so in der Bewegung. Ja. Sehr schwierig, diese Achsverschiebungen, Kopfdrehungen.
Daran wird sich der Anfänger die Zähne ausbeißen. Aber ich finde es immer gut, so rauszukommen aus diesen statischen, dass das so, hier ist es alles sehr gerade, ne? Das kann ich auslegen, aufzeichnen, kriege alles gut raus. Aber der Kopf löst sich dann so aus diesem Starren. Also da kann man auch viel gewinnen. So meine Meinung. Jetzt habe ich das noch versucht, etwas mehr gleichmäßig zu machen. Ich muss das Ohr hier noch ein bisschen flacher schnitzen. Dann kommt auch der Kopf noch ein bisschen schöner. Und man kann auch wie so eine Führungslinie hier so ein bisschen stehen lassen auf den Haaren, gerade bei so einer kleinen Figur. Und wenn sie noch mehr abstrahiert ist sowieso, kann man so ein bisschen diese Flächen der Richtung mit anpassen. Ja, das ist so diesem gedrehten bisschen folgen. Ja, die Backen hier vorne, die würde ich auf jeden Fall noch einmal hier so überrubbeln. Warum mit dem Messerrücken? Naja, einerseits muss ich da kein neues Werkzeug rausholen. Zweitens ist das feiner wie Schleifen. Und es macht das Ganze mehr organisch. Also kann ich in dem weichen Holz schön dieses Plastische noch mal ein bisschen unterstützen. Krieg sogar so kleine Schnittkanten wirklich weg. So, gut. Ich verabschiede mich. Ich mache jetzt noch ein paar Haare, schnitze die Spange noch genauer. Und das Innere der Ohren werde ich natürlich auch noch schnitzen. Also da würde ich gar nicht viel mehr machen, sondern der Betrachter tut dann das im Kopf ergänzen praktisch, was hier an Stilisierung drin ist. Es gibt ihm Anregungen. Da auch eigene Vorstellungen reinzudeuten und zu denken. So, noch ein bisschen den Kragen. Ja. Irgendwann muss ich es auch abliefern. Deshalb muss ich jetzt hier mal ein paar zügige Schnitte machen. Das ist weitestgehend fertig. So. Mal genau schnitzen. Schön. Ja, mit der Blume ist eine wirklich tolle Idee. Also wenn das jetzt noch bemalt wird, das kommt dann richtig schön raus. Dann kann man auch das Gesicht und die Spange natürlich schön darstellen. Kleine Beinchen, bisschen Fett hier und da, dicke Backen. Ist doch ganz süß geworden. Ja, Ohr muss natürlich noch ein bisschen kleiner. Oh, das sind jetzt alles so noch die restlichen Feinarbeiten und desto schneller man das eben so vorschneiden kann, desto mehr kann man natürlich auch Zeit dann investieren, um da nochmal an den feinen Bereichen zu arbeiten.
Ich danke dir fürs Zuschauen. Wenn dir das gefallen hat, gib mir hier gerne einen Daumen nach oben. Schreib auch gerne einen Kommentar, was man vielleicht anders, besser machen kann oder was dir besonders gefallen hat. Dann gerne in die Kommentare reinschreiben. Ja, du weißt, das Ganze hier kostet Geld, die Kamera, ich muss irgendwie auch Geld verdienen, der Computer muss bedient werden für diesen ganzen Aufwand und die Datenmengen müssen auch gespeichert werden. Dazu bin ich gerade auf der Suche nach neuen Speicheroptionen, Möglichkeiten, Cloud oder ein eigenes kleines Speichersystem. Und da kommen große Terabytes pro Jahr zusammen. Kannst du dir also vorstellen, wenn man hier, 50 oder ungefähr 40, 50 Videos produziert, dann kommt da einiges zusammen. Unterstütze mich gerne, wenn du das auf dem Herzen hast. Ich kann das natürlich gut gebrauchen, weil ich kann das nicht refinanzieren durch Werbung, die hier läuft. Manche glauben ja, mich haben wirklich sehr viele Leute gefragt, ob ich damit jetzt viel Geld verdiene. Also dem ist wirklich nicht so. Da braucht man eben sehr, sehr viele Abonnenten und muss das dann kommerziell betreiben entsprechend. Das ist ja hier noch so mehr Hobby-Niveau und der Kanal ist eher klein. Es gibt ja da viel, viel größere Kanäle, wie du sicherlich weißt. Also unterstütze mich gerne. Ich blende hier mal Bankverbindung oder entsprechend PayPal ein. Da kannst du mir deinen Betrag gerne überweisen, wenn du davon profitierst und wenn du sagst, du hast es auf dem Herzen. Wenn nicht, kannst du natürlich auch einfach nur still zuschauen. Aber ich freue mich da über alles, was da kommt und ich danke auch für alle Unterstützung, die ich schon erhalten habe. In diesem Sinne, komm gut voran mit deinen Arbeiten. Bis zum Wiedersehen. Mach's gut und ciao.